Das ist mein Auto. Ich habe es Sam getauft. Sam ist ein 2019er Seat Arona mit einem 115 PS, 200 Newtonmeter 1,0 TSI Motor unter der Haube und einem 40 Liter Tank unter der Rücksitzbank. Im Mischverkehr aus Stadt- und Landstraßen trinkt er durchschnittlich um die 6,5 bis 7 Liter Super auf 100 Kilometer. Das ist Ole. Ich kenne ihn seit rund 5 Jahren und er ist immer für ein Abenteuer zu haben. Er hat schon einiges an Erfahrung in Sachen Film und Kamera, weshalb er mich auf dieser Reise als Kameramann begleiten wird. Und das bin ich. Schon seit meiner frühen Jugend habe ich Spaß an Videoproduktion und seitdem ich meinen Führerschein vor 2 Jahren bestanden habe, habe ich meine Leidenschaft fürs Autofahren entdeckt. Zusammen wollen wir herausfinden, wie weit man mit einer Tankfüllung wirklich kommt und nebenbei auch noch das schöne Baden-Württemberg entdecken. Unsere Strecke sieht wie folgt aus. Wir starten morgens in Darmstadt und begeben uns auf eine 260 Kilometer lange Reise nach Ulm. Nach einem kleinen Zwischenstopp dort fahren wir weitere 150 Kilometer zu unserem Hotel in Konstanz am Bodensee. Eine erholsame Nacht später geht es weitere 120 Kilometer nach Freiburg im Breisgau, wo wir einen Freund zum Mittagessen treffen werden. Anschließend begeben wir uns auf die 240 Kilometer lange Zielgerade zurück nach Darmstadt. Rechnerisch müsste unser Durchschnittsverbrauch mit einem 40 Liter Tank also bei 5,1 Liter pro 100 Kilometer liegen. Ob wir das schaffen werden? Nun, um das herauszufinden, müssen wir erstmal voll tanken. Jetzt sind wir rund 5 Kilometer von Ulm entfernt und nach 253 Kilometern haben wir jetzt einen Durchschnittsverbrauch von, mein Auto sagt mir 4,3. Der Bordcomputer ist auch relativ genau, also er zeigt meistens ungefähr 0,2 Liter mehr an, als es tatsächlich ist. Meine Restreichweite sagt mir, dass wir noch 530 Kilometer haben. Wie genau die ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wenn wir das jetzt auf die 250 Kilometer rechnen, die wir schon gefahren sind, ergibt das dann perfekt 780 Kilometer und unsere Strecke ist 770 Kilometer lang. Also Stand jetzt würden wir es schaffen. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Ulm rein, schauen uns die Stadt an, essen was und anschließend geht es dann auf größtenteils Landstraßen weiter. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das unseren Verbrauch beeinträchtigen wird. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir jetzt auf der Fähre nach Konstanz. Das heißt, wir sind jetzt auf den letzten Kilometern unserer Reise heute. Wir haben seit Ulm, ich soll vielleicht mal mein Stativ aus der Hand nehmen, ich muss kurz nachschauen im Bordcomputer, haben wir 4,3 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, also deutlich unter den 5,1 und sind insgesamt seit Darmstadt sind wir 375 Kilometer gefahren. Unsere Restreichweite sagt, dass wir noch 450 Kilometer haben und daraus ergibt sich dann insgesamt 825 Kilometer, was natürlich weniger sind als unsere 770 Kilometer, die wir insgesamt fahren werden. Ja, wir werden jetzt in den nächsten Sekunden wahrscheinlich sogar in Konstanz ankommen. Wir gehen in unser Hotel und dann werdet ihr noch ein bisschen von der Stadt sehen und dann sehen wir uns morgen wieder.
So, wir sind jetzt kurz vor Freiburg, noch 9 Kilometer, das heißt, wir sind ab Konstanz rund 110 Kilometer gefahren. Wir haben ab Konstanz einen Spritverbrauch von 4,8 Liter auf 100 Kilometer, was unter der magischen Grenze von 5,1 Liter auf 100 Kilometer sind, die wir errechnet ja brauchen. Wir haben eine Restreichweite von 360 Kilometern und sind seit Darmstadt aus sind wir 490 Kilometer gefahren. Daraus errechnet sich dann natürlich 850 Kilometer, was mehr als, ganz wichtig, was mehr als 770 Kilometer sind. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind jetzt gleich in Freiburg angekommen und werden dann Freud treffen. So, nachdem wir jetzt rund 2 Stunden auf der A5 langweilig auf der rechten Spur mit 90 km/h rumgegurkt sind wir jetzt noch ziemlich genau 100 Kilometer und 1 Stunde von Darmstadt entfernt. Was unseren Benzinverbrauch angeht, die Werte sind wunderbar. Wir haben noch eine Restreichweite von 240 Kilometer, was natürlich deutlich weniger ist als 100 Kilometer. Andersrum, deutlich mehr ist als 100 Kilometer, genau. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Wir werden aber jetzt trotzdem noch das Experiment, sage ich jetzt mal, ein bisschen weiter durchziehen, um halt einfach zu gucken, wie niedrig können wir den Verbrauch kriegen. Und dann werden wir das später einfach mal hochrechnen, wie weit wir vielleicht noch gekommen wären mit unserem 40 Liter Tank. Insofern, es bleibt spannend. Wir sind jetzt endlich in Darmstadt angekommen, nach insgesamt 745 Kilometer Strecke, die wir seit diesem Standort hier zurückgelegt haben. Wir haben jetzt schon getankt an genau derselben Zapfsäule, wo wir auch letztes Mal getankt haben, um einfach Abweichungen zu vermeiden. Insgesamt haben wir 33,16 Liter getankt und daraus kann man dann errechnen, dass der Bordcomputer tatsächlich sehr genau ist bei meinem Auto anscheinend. Wir haben nämlich, wie der Bordcomputer gesagt hat, 4,45 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Und wenn wir das hochrechnen würden, wie weit wir mit dem Resttank, den wir noch hatten, gekommen wären, wären wir insgesamt 900 Kilometer weit gekommen. Das heißt, wir könnten damit bis nach Frankfurt fahren und nochmal hierher zurück. Und wir hätten sicherlich noch einiges an Kilometer übrig gehabt. Damit ist dieses Experiment gelungen und jetzt geht es erstmal nach Hause. Die Restreichweite sagt mir, ich bin ein bisschen dunkel. Das darfst du eigentlich nicht machen. Hä, was darf ich nicht? Aufmachen und wegziehen. Natürlich. Nee, du musst den zumachen und halten. Ich doch komplett sinnlos, okay? Siehst du? Damit alles auf Video, was du sagst. Stimmt.
Spaß. Da haben wir die Stelle.